herzlich willkommen zu einem neuen Feature Release Video von Tract. Ich stelle dir unser brandneues Update Cockpit vor. Damit haben wir den Update-Prozess weiter vereinfacht und gleichzeitig den Arbeitsaufwand nochmal deutlich reduziert. Bisher kennst du ja den Verlauf so, dass du in der Installationsansicht bist, du wählst deine Installationen aus und findest dort dann den Reiter Updates. Hier kannst du dann entsprechend die Updates vorbereiten und durchführen. Jetzt haben wir eine neue Ansicht generiert, und zwar das sogenannte Update Cockpit. Dieses erreichst du über den Punkt Updates. Wie du siehst, werden dir hier jetzt andere Informationen angezeigt wie bei der Installationsansicht, und zwar genau nur diese Informationen, die du auch für ein Update benötigst. Zum einen siehst du hier schon, es gibt kein Monitoring-Balken mehr, sondern es steht jetzt hier immer der Zeitpunkt des letzten Updates. Außerdem befinden sich bei jeder Installation nur die Buttons, die auch wirklich benötigt werden für den aktuellen Update-Prozess. Zunächst haben wir hier die Direct Links, wie du siehst, wo wir eben direkt auf die Webseite, das Backend, den Contao Manager oder auch unsere selbst hinterlegten Links zugreifen können. Hier haben wir den Update-Verlauf und der nächste Button wäre jetzt Update vorbereiten. Wie du siehst, kann ich jetzt hier natürlich bei mehreren Installationen ganz schnell per Klick ein Update vorbereiten. Diese Buttons hier hinten ändern sich dann auch je nachdem, in welchem Zustand die Installation sich befindet. Genauso haben wir hier noch auf der rechten Seite unsere Suchen- und Filtern-Funktion, welche du auch ebenfalls hier in dieser Ansicht verwenden kannst. Und auch wenn du die Ansichten wechselst, werden die Filter nicht einfach gelöscht, sondern bleiben erhalten. Am besten nehme ich dich jetzt einmal auf einen Update-Prozess mit und zeige dir, wie das Ganze funktioniert. Nehmen wir an, es gibt für eine Erweiterung ein Update und ich möchte alle Installationen, die eben diese Erweiterung haben, jetzt aktualisieren. Das heißt, zunächst gehe ich hier auf installierte Pakete und suche jetzt zum Beispiel die entsprechende Erweiterung heraus. In dem Fall einfach mal als Beispiel das Videohandbuch der Contao Academy. Wie du siehst, werden mir jetzt diese zwei Installationen angezeigt und nun könnte ich entweder hier jedes Mal auf Update vorbereiten klicken oder ich kann jetzt auch die Mehrfachauswahl verwenden, indem ich hier einfach vorne die entsprechenden Installationen auswähle. Wie du siehst, kann ich jetzt für diese zwei Installationen Updates vorbereiten. Nun läuft wie gewohnt die Vorbereitung im Hintergrund und wenn dann das alles abgeschlossen ist, können wir weiterarbeiten. Parallel kann ich natürlich weitere Updates vorbereiten. Ich kann zum Beispiel jetzt den Filter wieder löschen und wir wollen jetzt hier für die restliche Installation prüfen, ob ebenfalls ein Update vorhanden ist. Das heißt, ich klicke hier das Ganze an und ich kann mit gedrückter Shift-Taste und wenn ich hier auf den letzten Eintrag gehe, auch alle gleichzeitig auswählen. Auch hier habe ich wieder die Möglichkeit, 4 Updates gleichzeitig vorzubereiten. Wie du siehst, läuft diese Vorbereitung jetzt im Hintergrund und wir können jetzt einfach mal kurz abwarten. Wir haben jetzt nun alle Updates vorbereitet und im nächsten Schritt kann ich jetzt auswählen, was ich mit diesen Installationen wieder machen möchte. Wie du siehst, haben wir jetzt hier neue Buttons. Ich kann hier bei dieser Installation nur Archivieren machen, da wohl hier keine Updates verfügbar sind. Bei den anderen Installationen kann ich jetzt eben verwerfen oder ich kann installieren. Genauso kann ich natürlich wieder jede Installation zunächst prüfen. Das heißt, ich klicke auf die entsprechende Installation und finde in der Detailansicht, was sich hier verändern würde. Wir sehen also hier, Contao wird ein Update von 4.13.23 auf 4.13.24 durchführen. Außerdem wird die Erweiterung Contao Videohandbuch auf die Version 1.3.2 aktualisiert. Ich kann mir auch weiterhin die Abhängigkeiten anzeigen und hier direkt die Installation starten. Ich kann aber auch jetzt hier das Ganze nochmal schließen. Dann kannst du die komplette Installation entweder wieder einzeln anstarten oder du wählst alle Installationen aus und sagst Updates installieren. Jetzt werden für diese ganzen Installationen die Updates angestartet und da wir hier eben nichts zu installieren haben, kann ich hier auf Archivieren klicken und das Ganze wäre auch schon erledigt. Wir warten jetzt den Update-Prozess komplett ab und dann zeige ich dir die Verbesserung bei der Datenbankmigration. Wie du siehst, sind nun alle Updates erfolgreich installiert worden und die entsprechenden Buttons haben sich wieder verändert. Normalerweise müssten wir jetzt jede einzelne Installation prüfen, ob Datenbankmigrationen erforderlich sind. Wie du siehst, haben wir jetzt aber neue Icons eingeführt, die dir sofort anzeigen, ob eben eine Datenbankmigration nötig ist oder nicht. Das heißt, ich öffne jetzt nur noch für die Installation den Contao Manager bzw. das Install-Tool, für die eine Datenbankmigration nötig ist und alle anderen Installationen kann ich direkt schon mal archivieren. Das heißt, ich wähle diese jetzt aus und markiere diese als erledigt. Jetzt muss ich mich eben nur noch um die zwei Installationen kümmern, die eben eine Datenbankmigration offen haben. Dazu kann ich diese wieder anklicken und es öffnet sich direkt der Contao Manager. Wir melden uns dort an. Jetzt gehe ich noch einmal unter die Systemwartung, klicke Datenbank überprüfen
Und wir haben hier jetzt die entsprechenden offenen Datenbankmigrationen. Ich lasse diese durchführen und damit wäre dieser Vorgang dann auch schon abgeschlossen. Das Einzige, was ich hier jetzt tun muss, ist einmal aktualisieren, damit mir eben der neue Stand angezeigt wird. Die Datenmigration ist auch hier erfolgreich. Ich klicke auf Archivieren und auch dieses Update wäre jetzt erledigt. Genauso hast du die Möglichkeit, die Migration natürlich zu filtern. Das heißt, du klickst hier auf offene Migrationen. Und das Beste an dem Ganzen ist, diese offenen Migrationen werden nicht nur beim Update-Prozess erkannt, sondern das Ganze wird regelmäßig im Hintergrund geprüft und so hast du nie mehr das Problem, dass irgendwann irgendwelche Installationen mit einer offenen Datenbankmigration vergessen werden. Außerdem musst du nicht jedes Mal dich in Tract anmelden, um das zu sehen, sondern unser wöchentlicher E-Mail-Report zeigt dir auch an, wenn es Installationen mit offenen Datenbankmigrationen gibt. Das war es jetzt erstmal zum eigentlichen Update-Prozess, aber wir haben noch mehr verbessert und zwar sehen wir uns dazu das Update-Log an. Wenn wir das Update-Log geöffnet haben, siehst du hier schon mal die verschiedenen Einträge. Was jetzt sofort auffällt, ist hier oben der neue Summary-Eintrag, wo du sofort siehst, was eben bei diesem einzelnen Eintrag durchgeführt wurde. Du kannst dir natürlich weiterhin die ganzen Details ansehen, indem du hier nach unten scrollst und die einzelnen Schritte und veränderten Pakete ansiehst. Eine weitere Verbesserung stellt jetzt nun der Download der Composer JSON und der Composer Log-File dar. Das heißt, zu jedem Eintrag und zu jedem Update wird jetzt hier automatisch die Composer JSON und die Composer Log-Datei gespeichert. Diese kannst du nun entsprechend herunterladen und auf deinem Server hochladen und eine entsprechende Version so wiederherstellen. Wenn du bereits mit Contao 4.13 arbeitest, dann hast du sowieso auch noch ein Backup der Datenbank, da hier bei jeder Datenbankmigration automatisch im Hintergrund ein Backup angelegt wird. Im Update-Log haben wir noch eine weitere Verbesserung eingebaut, und zwar war es bisher so, dass wenn ein Update außerhalb von Track durchgeführt wurde, also zum Beispiel ein neues Paket wurde installiert oder ein Update wurde über den Contao Manager durchgeführt, dann haben wir dies nicht in unserem Update-Verlauf gehabt und das Ganze war eben dann mit Lücken behaftet. Wenn in deiner Installation jetzt eine Veränderung festgestellt wurde, dann wird ebenfalls ein neuer Eintrag angelegt. Hier sehen wir zum Beispiel, dass am 17. Mai um 10:32 Uhr ein Update erkannt wurde. Wie du siehst, wurden hier zwei Änderungen erkannt. Zum einen wurde die Conflicts-Datei aktualisiert und das Videohandbuch wurde von Version 1.30 auf 1.3.1 aktualisiert. Zeitgleich haben wir auch unsere Dokumentation wieder auf den aktuellen Stand gebracht und das Update Cockpit hier dokumentiert. Ich hoffe, dir gefällt das neue Update Cockpit und erleichtert dir die regelmäßigen Contao Updates. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Tracked Video.